Vom EU-AI-Act haben die meisten keine Ahnung. Aber er kommt. Früher und weitreichender, als du glaubst. Bis heute konnte ein Unternehmen sagen, wir testen, wir probieren, wir lernen. Mit dieser Verordnung reicht es nicht mehr. Jetzt zählt, ob du erklären kannst, welches System du einsetzt, was es beeinflusst und wo es in Rechte, Chancen oder Entscheidungen eingreift. Die Verordnung gilt grundsätzlich ab dem 2. August 2026. Die Kapitel 1 und 2 gelten bereits ab dem 2. Februar letzten Jahres. Es ist also ein Gesetz, das sich ständig verschärft. Der bequeme Fehler ist schnell beschrieben. KI wird intern immer noch als Toolkosmos verortet. Ein Assistent hier, ein Filter dort, ein Modell im Recruiting, ein Generator im Marketing. Aus juristischer Perspektive können diese Tools für sich alleine, aber auch im System teilweise nicht mehr betrieben werden. Voraussetzung ist, wenn diese dokumentieren, kennzeichnen oder überwachen. Was heißt das jetzt? Der AI Act ist ausdrücklich risikobasiert in 4 Eskalationsstufen aufgebaut. Erstens verbotene Praktiken, zweitens Hochrisikosysteme, drittens Transparenzpflichten und viertens eigene Pflichten für allgemeine Modelle. Ich spreche hier aus keiner sicheren Distanz. Ich habe nämlich in Industrie- und Transformationsprojekten bereits dieses Thema erlebt. Das Team redet über Modellqualität, über Geschwindigkeit und Automatisierungsworkflows und fragt sich aber wenig bis kaum, was es für einen rechtlichen Rahmen dafür gibt. Erst spät stellt jemand die eigentliche Frage. Worüber entscheidet dieses System am Ende tatsächlich? Über einen Text, über Sichtbarkeit, über Zugang oder auch am Ende über Menschen? Spätestens hier sprechen wir über menschliche Verantwortung. Wir gehen jetzt darauf ein, was der AI Act überhaupt ist, dann, wo er hart wird und drittens, was du morgen früh in deinem Unternehmen oder bei dir selbst prüfen kannst. Wenn du nach diesem Video präziser sagen kannst, ob dein KI-Einsatz schlicht ein Produktivitätstool ist, eine Transparenzpflicht auslöst, in die Hochrisikozone fällt oder sofort gestoppt werden sollte, dann ist der Zweck dieses Videos für mich absolut erfüllt. Die Fristen laufen schon. Der AI Act steht im großen Stil vor der Haustür. Die Verordnung gilt ab dem 2. August 2026. Die allgemeinen Bestimmungen und die Verbote gelten seit dem 2. Februar 2025. Die Regeln für KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck und die Sanktionsregeln gelten seit dem 2. August 2025. Für bereits vor dem 2. August 2025 in Verkehr gebrachte allgemeine Modelle gilt eine Übergangsfrist bis zum 2. August 2027. So, für mich ist das die erste nüchterne Erkenntnis. Wer heute noch so plant, als läge das alles gemütlich in der Zukunft, plant voll an der Realität vorbei. Kannst du sagen, ach, das ist doch bloß Software, das zieht nicht. Ist auch wichtig zu verstehen, dass es oft in der Sprache liegt. Unternehmen machen ein System klein, um seine Tragweite auch klein zu reden, siehe SAP. Das ändert am Regelwerk aber nichts. Der AI Act definiert ein KI-System über seine Fähigkeit, aus Eingaben, Ausgaben wie Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen abzuleiten, die physische oder digitale Umgebungen beeinflussen. Klingt erstmal hart, aber denk drüber nach und dann verstehst du. Es geht auch um Systeme von einfachen, rein regelbasierten Software-Systemen und grenzt sich da dann dadurch ab. Und der AI Act greift auch dann, wenn Anbieter oder Betreiber außerhalb der Union sitzen. Die Ausgabe des Systems aber in der Union verwendet werden soll. Übersetzt in Unternehmensdeutsch heißt es, du kannst Regulierung nicht wegmoderieren, indem du dein Produkt anders benennst oder irgendwo anders launcht. Wenn dein System Menschen bewertet, Inhalte erzeugt, Entscheidungen vorbereitet oder Abläufe steuert, dann zählt die Funktion, nicht das Etikett. Heißt also, bei solchen Praktiken gilt Dokumentationspflicht. Der AI Act zieht also rote Linien, weil er verbietet manipulative oder täuschende KI-Praktiken, wenn sie Verhalten in schädlicher Weise beeinflussen. Er verbietet auch Systeme, die die besondere Schutzbedürftigkeit von Personen wegen Alter, Behinderung oder sozialer oder wirtschaftlicher Lage ausnutzen. Dazu kommen verbotene biometrische Kategorisierung in sensiblen Bereichen und Social Scoring. Die Verordnung begründet das ausdrücklich mit Eingreifen in Würde, Gleichheit, Freiheit, Datenschutz und auch andere Grundrechte. Ja. Und der Preis für diesen Fehler ist das nicht nur symbolisch. Bei einem Verstoß gegen die in Artikel 5 genannten verbotenen KI-Praktiken sind Geldbußen von bis zu 35 Millionen Euro oder bis zu 7% des weltweiten Jahresumsatzes vorgesehen, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Für andere Verstöße nennt Artikel 99 bis zu 15 Millionen Euro oder 3%. Das heißt für dich, prüfe kritisch und ziehe notfalls die Reißleine, wenn deine KI-Tools oder Systeme in sensible Schutzbereiche, biometrische Kategorisierung
oder Grundrechte eingreifen. Es ist wichtig. Hochrisiko sitzt oft mitten im Arbeitsalltag. Wenn über Hochrisiko-KI gesprochen wird, denkst du vielleicht an Grenzkontrollen, Gesichtserkennung oder irgendwas bei Kampfdrohnen und einem Überwachungsstaat. Das steht teilweise wirklich im Gesetz. Aber für Unternehmen, die jetzt nicht im Defense arbeiten, liegt ein größerer Teil des Problems trotzdem nahe. Der AI Act nennt im Bereich Beschäftigung und Personalmanagement ausdrücklich Systeme für Einstellung und Auswahl, für das Sichten oder Filtern von Bewerbungen, für die Bewertung von Bewerbern, für Entscheidungen zu Arbeitsbedingungen oder auch Beförderungen sowie Kündigungen, für Aufgabenverteilung und auch schließlich auf Basis individuellen Verhaltens- oder persönlichen Merkmale und deren Beobachtung und Bewertung von Leistung und Verhalten von Beschäftigten. Das ist ein langer Satz, aber die Erwägungsgründe sagen offen, warum. Solche Systeme können Karriereaussichten, Lebensgrundlagen und Arbeitnehmerrechte spürbar beeinflussen und bestehende Diskriminierung fortschreiben. Das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Teile des Gesetzes. Hochrisiko ist also kein Spezialfall auf irgendeine Regierungsleit. Hochrisiko kann dein Recruiting-Prozess sein, dein Tool zur Leistungsmessung oder dein internes System zur Aufgabensteuerung. Transparenz ist eine Produktentscheidung. Ein KI-Produkt kann sprachlich sauber gebaut sein und regulatorisch trotzdem extrem schlampig sein. Der Grund ist einfach. Gutes User-Interface ersetzt keine Offenlegung. Trotz Cloud Design. Artikel 50 verlangt, dass Betreiber von Deepfake-Systemen offenlegen, dass Inhalte künstlich erzeugt oder manipuliert wurden. Dasselbe gilt für Betreiber eines Systems, das Text erzeugt oder manipuliert, der veröffentlicht wird, um die Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse zu informieren. Diese Information muss klar und eindeutig spätestens bei der ersten Interaktion oder Aussetzung bereitgestellt werden. Kennzeichnung wird also Teil der Produktlogik, des Veröffentlichungsprozesses und der Verantwortlichkeiten. Wer generierte Inhalte so ausspielt, dass Herkunft und Maschine bewusst verschwimmen, der baut sich massiv Probleme ein. Wer ein großes allgemeines Modell einkauft oder anbietet, hängt nicht einfach ein starkes Modell an ein Produkt und fertig. Für Anbieter von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck, auch global gesehen, nennt der AI Act eigene Pflichten. Dazu gehört eine Strategie zur Einhaltung des Urheberrechts der Union und eine hinreichend detaillierte Zusammenfassung der für das Training verwendeten Inhalte. Diese Zusammenfassung soll Rechteinhabern helfen, ihre Rechte auszuüben und auch durchzusetzen. Die Frage ist, wie das in der Praxis funktionieren soll, ohne Geschäftsgeheimnisse Werk für Werk offenzulegen. Für mich ist es ein ziemlich harter Punkt, weil Unternehmen und Privatpersonen ihre Modellentscheidungen dynamisch prüfen müssen. Wer zieht am schnellsten nach oder wer findet die nötigen Gesetzeslücken? Ich glaube, da ist viel in der Praxis zu holen. Bewertest beim Modell damit nicht nur Qualität, Preis und Geschwindigkeit. Bewertest auch Dokumentation, Herkunft und Nachvollziehbarkeit sowie auch die Reife des Anbieters. Ab einer gewissen Größe wird aus Modellstärke ein Aufsichtsthema. Ein KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck gilt als Modell mit systemischem Risiko, wenn es Fähigkeiten mit hohem Wirkungsgrad hat. Als Schwelle nennt Artikel 51 eine kumulierte Trainingsrechenleistung von, Achtung, mehr als 10 hoch 25 Gleitkomma-Operationen. Sauber. Was heißt das jetzt auf Deutsch? Ganz große Modelle wie Claude, ChatGPT oder Gemini können systemische Risiken auslösen. Etwa für öffentliche Sicherheit, demokratische Prozesse, kritische Sektoren oder durch die Verbreitung illegaler, falscher oder diskriminierender Inhalte. Genau deshalb wird die Einstufung an Fähigkeiten und Wirkung geknüpft. Der oft aus dem Silicon Valley propagierte technische Stolz ist nun nicht mehr die beste Strategie in Europa, Marktanteile zu gewinnen. Du musst zeigen können, dass du Reichweite, Risiko und Missbrauchsfälle verstehst und letztere 2 iterativ reduzierst. Wenn du es bis hierher geschafft hast, Respekt. Der AI Act hat es in sich und war sicherlich kein einfacher Abendroman, als ich ihn durchgelesen habe. Mein Resultat ist, dass KI vom Gesetzgeber nicht als Tool auf die lange Bank geschoben wird, sondern als ein Satz von Systemen mit sehr unterschiedlicher Eingriffsintensität verstanden wird. Habe ich das Gesetz jetzt bis aufs Letzte verstanden? Nein. Es gibt einiges an schwammigen Aussagen, Ausnahmen und Querreferenzen, die ich nicht immer nachverfolgte. Manche Provider brauchen klare Kennzeichen, manche fallen in Hochrisiko, manche gehören gar nicht in den Betrieb. Das habe ich soweit verstanden.
Und bei großen Allgemeinmodellen hängt sowieso eine eigene Pflichtenkette am Fundament, die den Rahmen dieses Videos sprengen würde. Die operative Kernfrage ist deshalb simpel. Weiß in deinem Unternehmen jemand belastbar, wo KI sitzt, was sie entscheidet, welche Daten hineinlaufen, ob Transparenzpflichten greifen und ob ein Mensch die Verantwortung dafür tatsächlich übernimmt? Bosch, Siemens und weitere konnten das nicht beantworten. Und wenn die Antwort bei dir weich wird, dann dreh ein paar Schleifen mit deinem Team. Im ersten Schritt ist das Unternehmen hinten dran. Und ausnahmsweise mal nicht die EU. Dokumentiere und iteriere die eben genannten Fragestellungen sauber abgelegt in deinem Unternehmen oder Startup. Also, der AI-Act bestraft keine Neugier. Er bestraft Schlamperei an Stellen, an denen KI in Rechte, Chancen und Entscheidungen eingreift. Die falsche Reaktion darauf ist Panik oder Ausreise in ein Nicht-EU-Land. Die richtige Reaktion ist Ordnung. Wenn du mit KI arbeitest und gerade erst startest, dann fang mit einer Liste an. Wo bewertet KI bei uns Menschen Inhalte oder Ansprüche? Nachdem das glatt gezogen ist, entscheidet sich, ob du ein sauberes System baust oder ein Problem ohne Grenzen, das später ziemlich teuer werden kann. Was die Grenzen heutiger KI sind, wo wir mit generativer KI, AGI und zukünftigen Denkspielen stehen, habe ich in diesem Video besprochen. Wir sehen uns dort. Bis gleich.